Heute zeige ich euch, wie man diese Mikrowelle auch nicht funktionstüchtig noch verwerten kann. Man kann zum Beispiel einen sehr wertvollen Mikrowellentrafo herausbauen. Nachdem ihr alle Schrauben und das Blech entfernt habt, solltet ihr auf einer Seite das hier finden. Hier ist der Transformator, den wir herausbauen wollen. Aber bevor ihr irgendetwas anfasst, müsst ihr sicherstellen, dass dieser Kondensator entladen ist. Denn wenn dieser Kondensator nicht entladen ist, kann das schon lebensgefährlich werden. In meinem Fall ist nichts passiert. Ich weiß nicht, ob diese Kabel für über 2000 Volt gedacht sind, deswegen halte ich es immer noch mit einer Zange. Aber in meinem Fall passiert nichts, das heißt, der Kondensator ist entladen. Somit können jetzt alle Steckverbindungen sicher gelöst werden. Ich habe jetzt soweit alle Steckverbindungen bezüglich des Transformers gelöst. In meinem Fall ist der Transformator am Boden mit Schrauben gesichert. Ich habe jetzt alle Schrauben, die den Transformator befestigen, gelöst. Aber noch eine kleine Warnung. Solltet ihr irgendwelche andere Teile verwerten wollen, zum Beispiel den Magnetron, der dafür zuständig ist, die Mikrowellen auszusenden, würde ich davon fernbleiben. Denn der Magnetron besteht aus einem Material, wenn das zerstört wird, entsteht ein Dampf oder ein Staub, der ist so giftig, wenn man den einatmet, ist es schon lebensgefährlich. Also ich würde die Finger von diesem Baby hier lassen. So, das ist jetzt das gute Stück, das wir entwendet haben. Es ist sehr, sehr schwer, aber der Lesekann erst für 32 Volt geeignet. Und das wird ungefähr, ich glaube, 2000 Volt ungefähr. Also wenn ihr das verwendet, seid extrem vorsichtig, da das eine Ende der Sekundärspule mit dem Eisenkern verbunden ist. Also wenn der in Betrieb ist und ihr den Eisenkern anfasst, dann wird das tödlich. Denn es sind ungefähr 500 mA, die dann auf der Sekundärseite rauskommen, denn in die Primarseite gehen ungefähr 8 Ampere. Und das alleine ist schon viel zu gefährlich. Also wenn das ein Projekt mit Hochspannung ist, solltet ihr das lieber lassen. Aber das sei gewesen von meiner Seite und in den nächsten paar Videos werden wir einfach Versuche damit machen.